Hallo Leute, hab keine Zeit zu reden. Fahr jetzt Rennen gegen die S2. Quer durch Berlin, von S-Bahnhof Pankow nach S-Bahnhof Marienfelde. Auf geht's. Und hier kommt Kandidat Nummer 1. Manuel. Stärken. Riesenmotivation. Unglaublicher Ehrgeiz. Schwächen. Schlappe Beine. Das Outfit. Mal ehrlich, wer trägt denn sowas? Und hier ist Kandidat Nummer 2. S-Bahn, S2. Stärken. Ein starker Elektroantrieb. Eine eigene Strecke. Schwächen. Riecht übel. Ist unpünktlich. Und hier ist die Streckenführung für unsere beiden Kontrahenten. Manuels Strecke beträgt 19,4 Kilometer und hat eine geschätzte Fahrzeit von 1 Stunde und 8 Minuten. Die Strecke der S2 umfasst 14 Stationen und eine Fahrzeit von 33 Minuten. Das heißt, Manuel muss über 35 Minuten gut machen im Berliner Stadtverkehr mit dem Fahrrad. Ist das machbar oder einfach nur eine unmögliche Mission? Wir finden es raus. 8:14 Uhr, das Rennen beginnt. Ich starte gerade am S-Bahnhof Pankow. Die Strecke bin ich noch nie gefahren. Lass mich überraschen, was kommt. Die S2 hat an diesem Morgen schon 4 Minuten Verspätung, startet also erst um 8:19 Uhr. Ich bin auch noch nicht warm gefahren. Das heißt, meine Beine brauchen dann kurz ein bisschen Zeit, um richtig auf Leistung zu kommen. Die Straßen sind sehr voll. Viele Menschen, viele Fahrradfahrer, viele Autos. Erste rote Ampel. Erste rote Ampel. Hat schon locker 30 Sekunden Zeit gekostet. Hoffe, die Strecke wird besser. Nächste rote Ampel. (8:17 Uhr), nächste rote Ampel. Uhr 19, die S-Bahn fährt von Pankow aus los. Hey, wo geht's denn jetzt lang? Wieder wenn Ausstelle. Muss Kreuzung umfahren. Ich bin aktuell überhaupt gar nicht gut voran. Bin wieder auf dem normalen Fahrradweg, kann den Fernsehturm schon sehen, ist aber noch weit weg. (8:21 Uhr), nächste rote Ampel. Uhr 22. Manuel befindet sich auf der Schönhauser Allee, Ecke Kopenhagener Straße. Die S2 hat den Bahnhof Bornholmer Straße erreicht. Noch liegt Manuel in Führung, aber wird er diese halten können? Wir werden sehen. Ich bin schon total gespannt. Okay, leichter Gegenwind oder ich war ziemlich schnell. Fahrradweg ist gut, war mal Teil der Straße, jetzt nicht mehr. Beine ziehen leicht, Warmwertpfad nicht eingehalten. Das wird noch anstrengend. Ich muss abbiegen und fahre einfach rechts an einem vorbei. Uhr 24. Manuel ist in der Eberswalder Straße angekommen und die S-Bahn hat den Bahnhof Gesundbrunn erreicht. Noch hält Manuel den Vorsprung, aber wie lange kann er diesen beibehalten? Mauerpark, hier war ich schon mal.
8:25 Uhr. Manuel ist jetzt auf der Bernauer Straße angekommen und die S-Bahn hat die Station Humboldthain erreicht. Manuels Vorsprung wird kleiner, da seine Strecke ihn nach Südwest führt und nicht direkt nach Süden. Nachscherben auf der Straße, ich mal versucht meine Rennen zu sabotieren. Nächste rote Ampel. (8:26 Uhr), noch 16 Kilometer. Sehr viele Fahrradfahrer unterwegs hier. Und nächste rote Ampel. 8:28 Uhr. Manuel hat das Ende der Bernauer Straße erreicht. Die S-Bahn hat die Station Nordbahnhof erreicht. Damit liegt die S-Bahn in Führung, aber kann sie die Führung behalten oder sogar ausbauen? Beach Mitte vorbei. Muss links abbiegen. 8:29 Uhr, nächste rote Ampel beim Abbiegen. Liegt gerade nicht gut in der Zeit. Invalidenstraße. Manuel ist in der Invalidenstraße angekommen. Und die S-Bahn hat die Station Oranienburger Straße erreicht. Noch kann die S-Bahn ihren Vorsprung halten, aber wie lange ist fraglich. Viele Fahrradfahrer, keine Chance überhaupt nicht. Muss gleich abbiegen, links. Bisschen optimiert die Strecke. Muss links abbiegen. Knopf drücken. So, Knopf gedrückt. 8:32 Uhr. Manuel hat sich zur Luisenstraße durchgekämpft. Er ahnt noch nicht, dass die S-Bahn bereits in der Friedrichstraße angekommen ist. In seiner aktuellen Geschwindigkeit kann Manuel nicht einholen. Er hat für die letzten 500 Meter 2 Minuten benötigt. (8:33 Uhr), noch 14 Kilometer. Das wird knapp. Kein Fahrradweg in Sicht. Also die Verkehrssituation hier ist ja eine Katastrophe. Geil. Kann man machen, auf der Straße wenden, ist halt nicht so geil. (8:34 Uhr). Manuel hat gerade mal die Hälfte der Luisenstraße hinter sich gebracht. Die S-Bahn ist mittlerweile am Brandenburger Tor angekommen. Manuel brauchte ein bisschen mehr als nur eine Turbobanane, um diesen Vorsprung wieder einzuholen. Nein, schon wieder rot. 8:35 Uhr. Beine werden langsam warm. Können wir mehr Gas geben. ARD Hauptstadtstudio. Hier wird Presse gemacht. Rechts von mir der Reichstag. (8:36 Uhr). Manuel ist immer noch auf der Luisenstraße unterwegs. Die S-Bahn
ist mittlerweile am Potsdamer Platz angekommen. So kann Manuel den Vorsprung nie aufholen. Zeit zum Rechts abbiegen. Ich kürze ab. Ah, Brandenburger Tor. 8:38 Uhr. Manuel hat jetzt auch endlich das Brandenburger Tor erreicht. Die S-Bahn ist bereits am Anhalter Bahnhof angekommen. Manuel muss jetzt dringend einen Gang höher schalten, wenn er die Bahn noch einholen möchte. Das ist die nächste rote Ampel. Jetzt wird grün. Ah. Dann kann ich vom Fahrradweg. Und das ist der Fahrradweg. Links von mir das jüdische Denkmal. 8:40 Uhr, nächste rote Ampel. Noch 12 Kilometer vor mir. Jetzt ist mir schon ziemlich warm. Ah, Potsdamer Platz. Da war ich doch neulich erst. Uhr 41. Manuel ist am Potsdamer Platz vorbeigefahren und hat jetzt die Stresemannstraße erreicht. Die S-Bahn ist im Bahnhof Yorkstraße angekommen. Es liegt nur noch die Hälfte der Strecke vor ihr, was 4 Stationen entspricht. Mir ist warm. Bin zu warm angezogen. Abbiegen. Ah, Fahrradweg verpasst. NPCs auf dem Fahrradweg. Jetzt irgendwo abbiegen. Ein bisschen Gravelstrecke. 8:44 Uhr. Immer weniger Ampeln. Manuel befindet sich jetzt in einem kleinen Park, kurz vorm Tempodrom. Die S-Bahn hat wieder einen Riesensprung gemacht und befindet sich jetzt im Südkreuz. Manuel hat noch nicht mal die Hälfte der Strecke hinter sich, kämpft aber wacker weiter. Wir sagen ihm aber lieber nicht, dass die S-Bahn in 3 Stationen ihr Ziel erreicht hat. Ah, Technikmuseum vor mir. Keine Zeit für den Besuch, muss weiterfahren. Ah, Fahrradweg ist wieder Straße. Fährt sich gleich besser als auf den Gravelweg. Uhr 47, noch 8,9 Kilometer. Manuel ist jetzt hinterm Technikmuseum im Park am Gleisdreieck. Die S-Bahn hat den Bahnhof Priesterweg erreicht. Jetzt liegen nur noch 2 Stationen vor ihrem sicheren Sieg. Und Manuel hat noch fast die Hälfte der Strecke vor sich. Drücken wir ihm die Daumen, dass der nächste Teil der Strecke besser für ihn läuft. Zurzeit läuft es ganz gut. Keine Ampeln. Stichwort Höhenprofil. Muss ich da oben auf die Brücke hoch. Straßenbahnkörbe direkt unter der Brücke. Schön schattig. Uhr 49. Manuel hat den Park hinter sich gelassen und die Monumentenbrücke erreicht. Die S-Bahn ist mittlerweile in der Attila-Straße angekommen. Sie schenkt ihm keinen Meter. Sie will den Sieg. Muss abbiegen.
wird er mich dann flankieren. Die nächste Ampel. Weiter geht's. Ein bisschen Zeit habe ich schon reingefahren. Aber wenn der wüsste, wo die S-Bahn gerade ist. 8:52 Uhr. Manuel befindet sich jetzt auf dem Löwenharddamm und der hat noch keine Ahnung, dass die S-Bahn jetzt ihr Ziel erreicht hat. Und damit geht der Sieg an die S-Bahn. Wir wollen aber noch sehen, wie Manuel sich weiterschlägt. Kann er die Strecke schneller schaffen als in 1 Stunde und 8 Minuten? Ich glaube, jetzt bin ich hier beim St. Josef Krankenhaus. Schnell weiterfahren, hier wollen wir nicht sein. Alter. 8:54 Uhr, nächste rote Ampel. Uhr 55, noch 6 Kilometer vor mir. Also optimistisch ist er ja, wa? Zieh. Manuel befindet sich jetzt auf der Bölkestraße kurz vorm Hessenring. Er hat noch 6 Kilometer vor sich, die er absolvieren muss. Das schaffen wir. Wie man sieht, bin fast so schnell wie ein altes Auto. Nächste rote Ampel kommt. Du klappst zusammen hier. Echt dunkel der Tunnel. Egal, rein da. Licht am Ende des Tunnels. Und rote Ampel durch Polizist. Halten wir mal an. Okay, hier geht's leicht bergab. Das hilft ein bisschen. 8:59 Uhr, noch 5 Kilometer. Manuel befindet sich jetzt auf der Manteuffelstraße, kurz vor der Bosestraße. Irre, mit was für einer Geschwindigkeit der noch an den anderen Verkehrsteilnehmern vorbeifährt. Rote Ampel. Und wieder rot. Und nächste rote Ampel. Zieh! Ja. Ist das eigentlich noch Motivation oder schon Verzweiflung? Die nächste rote Ampel. 9:03 Uhr, noch 3 Kilometer. Zieh! Dachte immer, man muss beim Fahrradfahren treten und nicht ziehen. Stau und kein Fahrradweg in Sicht. Beide sind müde vom Sprinten. Der nicht Stop and Go. Das zieht Kraft. 9:06 Uhr, noch 2 Kilometer. Manuel ist jetzt auf der Großbärenstraße Höhe Burger King angekommen. Andere würden jetzt anhalten und erstmal was essen, aber der fährt einfach weiter.
Zieh. Ich muss abbiegen, oder? Hä? Nee, weiter. Navi ist verwirrt. Ja, das Navi ist verwirrt. Ich glaube, da hat jemand Sauerstoffmangel. Auf dem Navi kann ich das Ziel schon sehen. Warte, ich fühle sich gleich viel besser an. Na, das hat ja fast geklappt hier. Parkende Autos sind ein Albtraum für Fahrradfahrer. So ungefähr muss es aussehen, wenn man mit dem Fahrrad 200 km/h quer durch die Stadt fährt. Also die Verkehrsführung in Berlin ist manchmal sehr fragwürdig. Ein bisschen frischer Wind. Juhu! Muss links abbiegen. Ist grün, nehmen wir mit. Ja, noch 200 Meter. 9:11 Uhr. Manuel hat ebenfalls sein Ziel erreicht und damit geht der zweite Platz an Manuel. Nach dieser krassen Leistung ist er auf jeden Fall unser Sieger der Herzen. War ein harter Kampf durch die Stadt. Mein größter Gegner waren die ganzen Ampeln, die Verkehrsführung und natürlich die vielen Autos und Fahrradfahrer. Die Verkehrsführung war anstrengend, viele Zickzackkurse, hoch, runter, links, rechts, verschiedenste Untergründe vom Fahrweg, haben es auch nicht einfacher gemacht. Konnte 9 Minuten aufholen zum Forecast von Google, aber ein harter Kampf. Die S-Bahn war deutlich schneller, ich glaube, die hat auch deutlich weniger Ampeln. Ich hoffe, euch hat der kleine, etwas unfaire Wettbewerb Spaß gemacht. Ich wünsche euch viel Glück, bleibt gesund und fit, euer Manuel. Ciao.